Heute geht's um die wichtigsten Gadgets bei mir in der Küche. Wir gehen alles der Reihe nach durch, von oben nach unten. Was habe ich für Tipps und Tricks für dich in meiner Küche? Wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um Gadgets, um Utensilien im Küchenbereich. Warum? In meinen ganzen Videos werde ich immer wieder mal auf Gegenstände angesprochen, die ihr bei mir im Hintergrund seht. Und ihr sagt immer, hey, was ist das? Wie funktioniert das? Wo kann ich das haben? Wo kriege ich das? Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich doch eine ganze Serie draus, wenn euch das so interessiert. Wir haben schon den Essbereich gesehen, wir haben schon Schlafzimmer gesehen, wir haben Badezimmer gesehen. Heute ist die Küche dran, es wird dann noch die Garage- und Heckbereich folgen und zu guter Letzt wird noch das Cockpit folgen, denn auch da habe ich viele Gadgets, die sehr interessant sein können. Heute kümmern wir uns, wie gesagt, um die Küche. Ja, und wenn du die anderen Teile noch nicht gesehen hast, dann blende ich dir hier oben mal die Playlist ein. Und für die Videos, die noch folgen sollten, empfehle ich dir sehr gerne, den Kanal zu abonnieren. Drücke auch die Glocke, denn dann wirst du sofort informiert, wenn es hier ein neues Video gibt rund um das Thema Camping. Und jeder von euch ist mir da wirklich ganz herzlich willkommen. Heute kümmern wir uns, wie gesagt, um die Küche. Es wird gar keine große Gliederung geben, wie es das sonst in meinem Video immer der Fall ist, sondern wir gehen einfach mal in meine Küche von oben bis unten durch und ich zeige euch alles Relevante, was ich hier in der Küche so mit mir rumschleppe, was mir, wie gesagt, das Leben im Campingbereich einfach schöner macht. Mir ist auch nochmal ganz wichtig, ich will euch natürlich diese Sachen nicht aufzwängen, auf gar keinen Fall, sondern einfach nur ein paar Anregungen geben und auch das Video dafür benutzen, euch, ein bisschen zu pushen, in die Kommentare zu schreiben, was habt ihr noch für tolle Gadgets, denn am Ende soll uns das ja allen zusammen helfen, da kann man ein bisschen durchstöbern. Ja, dann lasst uns beginnen hier in der Küche und eines ist schon mal ganz auffällig gegenüber des Originals, also das Original Grand California, das ist mein Fahrzeug, das ich jetzt habe, ist aber erstmal völlig egal. Das ist hier die Küchenplatte, die habe ich nämlich geändert. Warum habe ich die geändert? Gar nicht nur des Designs wegen, das gefällt mir jetzt viel besser als vorher, aber Design ist die eine Sache. Warum ich das gemacht habe, ist, weil ich gasfrei sein wollte in meinem Fahrzeug, denn ich koche nur noch mit Induktion. Jetzt ist aber ganz wichtig zu wissen, wenn man mich kennt, dann weiß man das, ich bin nicht der absolute Gourmet-Koch. Ich esse wahnsinnig gerne, aber ich lege keinen großen Wert drauf, hier in meinem Camper zu kochen. Denn in erster Linie bin ich hier alleine unterwegs als Business-Camper. Da muss es schnell gehen. Da koche ich mir mein Wasser auf für ein Süppchen, für Nudeln. Ansonsten esse ich Brotzeit und mache wirklich nur ganz einfache Sachen. Mache mir im besten Fall noch irgendein Essen warm. Aber mehr mache ich in der Küche nicht. Und das ist vielleicht auch generell für dieses Video ganz wichtig zu wissen. Dennoch will ich hier natürlich entspannt leben können, will mein Wasser kochen können, will meinen Kaffee trinken etc. So, also das ist schon mal ganz wichtig. Ich habe also meine Gasherdplatte ausgetauscht gegen eine Induktionsplatte. Da gibt es ein eigenes Video zu, wen das interessiert, der kann gerne hier mal klicken. Der komplette Umbau ist hier entsprechend dokumentiert. Diesem Umzug habe ich auch das Waschbecken geändert. Warum? Weil ich vorher eine Kombination aus Gasherd und Waschbecken hatte. Und die Gelegenheit habe ich genutzt und habe mir einfach was gesucht, was mir jetzt optisch besser gefällt und wo ich auch mal in der Lage bin, einen Kochtopf, so wie ich ihn habe, hier unter dem Waschbecken ordentlich zu reinigen. Deswegen habe ich mich für einen anderen Wasserhahn entschieden und habe mich auch für ein anderes Waschbecken entschieden. Wo es das alles gibt, das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Das mal vorneweg, aber jetzt haben wir gesagt, wir fangen von oben an und gehen der Reihe nach bis ganz unten durch, was ich hier alles so mit mir führe. Ja, und wenn wir hier oben anfangen, wir haben Teile davon schon in meinem Esszimmer-Video gesehen, da werden sich auch immer wieder Teile überschneiden. Ich habe hier oben eine Magnetleiste von Silvi und darunter habe ich dann meine Weingläser zum Beispiel anhängen, aber auch Salz- und Pfeffermühlen. Und das haben wir schon gesehen alles. Für mich ist das ideal, weil hier ist so ein Raum, den ich anders nicht wirklich nutzen kann. Und diese Gläser in einem Schrank zu haben, da könnt ihr euch vorstellen, da ist der Schrank voll, also zumindest mein Schrank. Und deswegen genieße ich das sehr. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, lasse ich das auch während dem Fahren draußen? Die Antwort ist ganz offen und ehrlich, ja. Und mir ist bis auf einmal noch nie was passiert. Einmal ist hier so ein Glas runtergefallen. Und das war aber auch nicht, weil ich da irgendwie abrupt bremsen musste. Da ist noch nie was gewesen. Also nicht, dass ich nicht abrupt gebremst hätte, sondern da ist noch nie ein Glas runtergefallen. Sondern es, glaube ich, war eine Alterserscheinung. Das war eines der ersten Serien, die ich da hatte. Und wir hatten auch gesprochen, Silvi wollte mir da eigentlich vorher auch schon die Gläser tauschen. Ich habe gesagt, komm, nee, das machen wir so lange, bis das Glas kaputt ist. Ist doch egal, schmeißen wir doch nicht weg. Und ich glaube, das war der Grund, da hat sich damals der Harz nochmal rausgelöst. Das ist aber alles mittlerweile nicht mehr der Fall. Ich muss aber dazu sagen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, da will ich auch ganz offen und ehrlich sein.
Wenn hier so ein Glas runterfällt während der Fahrt, da erschrickst du dich zu Tode. Und das ist, finde ich, auch das Gefährliche daran. Und das will ich auch ganz klar betonen. Denn wenn du Auto fährst und da fällt dir hier sowas runter und du verreißt das Steuer, das ist nicht geil. Das kann zu üblen Folgen führen. Und das muss man sich wirklich bewusst sein und damit muss man wirklich umgehen können. Und deswegen will ich das auch in diesem Video nochmal sagen. Daher zeige ich euch auch gerne, wie ich das in meinem Schrank gelöst habe. Hier sieht man die Magnetleiste oben an der Decke des Schrankes. Dadurch kann ich die Gläser nach oben hin montieren und habe somit unten immer noch Platz für andere Utensilien. Ja, da kommen wir jetzt zu dem mittleren Bereich und hier habe ich eine ganze Menge gemacht, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Ich nehme euch mal hier das Handtuch ab, dass wir hier alles besser sehen können. Und auch da sieht man hier schon wieder, ich habe hier Magnetpads auch wieder von Silvi verwendet, finde ich einfach wirklich super gut. Die kannst du jederzeit abmachen und das auch rückstandslos und kannst sie einfach woanders anbringen. Zur Not wäscht sie nochmal unter Wasser ab, damit die wieder sauber sind und dann funktioniert das alles. Die Haken sind wunderbar fest, da hängen auch Jacken dran, etc. pp. So, bei mir ist also hier ein kleines Handtuch dran und hier dahinter habe ich wieder zwei kleine Pads mit Haken dran. Einmal mit einem festen Haken, mit einem Karabiner und hier habe ich dann ganz coole Tücher. Es klingt so bescheuert, das sind, glaube ich, eigentlich aus der Barista-Welt. Das sind so feine Mikrofasertücher, mit denen ich zum Beispiel das Ceranfeld putzen kann, aber damit putze ich auch meine Gläser und kann sie vor allem auch abtrocknen. Warum ich die so klasse finde, weil die ein perfektes Format fürs Wohnmobil haben und auch so coole eingenähte Bänder. Oft ist es nicht bei Mikrofasertüchern so, das nervt mich total, dass die dann einfach nur so ein Band haben, wo dann draufsteht, mit wie viel du sie waschen kannst und so weiter. Und bis du die dann auf den Haken geprimmelt hast, bist du schon lange wieder in Rom. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist hier einfach cool gemacht. Ist eine super Kleinigkeit, aber feiere ich total ab. So, und jetzt mache ich die auch nochmal ab, damit ihr das hier sehen könnt, wie es hier weitergeht. Ich habe hier meinen Lichtschalter, das ist alles von VW, ganz normal Standard. Und daneben habe ich dann eine von mir verbaute USB-Dose. Das ist eine USB-C-Dose, mit der ich 65 Watt laden kann, also annähernd 65 Watt. Das kann man nachmessen, das funktioniert bei mir auch tatsächlich ganz gut. Da muss man nur ein bisschen drauf aufpassen, welche Dose man kauft und vor allem auch welche Grundstruktur man im Fahrzeug hat, dass diese 65 Watt auch wirklich ankommen. Dazu gibt es dann aber wieder ein eigenes Video. Für mich sind diese 65 Watt so wichtig, weil ich damit zum Beispiel mein großes iPad laden kann oder auch meinen Laptop laden kann. Und drunter ist nochmal eine normale USB-Steckdose. Das ist also für mich im Küchenbereich super, weil ich dann hier direkt drunter, da werde ich ganz oft drauf angesprochen, so ein kleines Wandtaschenregal habe. Das Ganze kommt vom Brandtop, ist sauteuer, will ich ganz ehrlich sagen, das ist mega teuer, ist Zubehör speziell für den Grand California, ist am Ende ja aber auch vollkommen egal, von welchem Anbieter du dir diese Taschen kaufst. Da gibt es mittlerweile ja wirklich viele auf dem Markt und da kannst du dir genau das suchen, was richtig gut zu deinem Fahrzeug passt. Ich werde das vielleicht noch mal ein bisschen anders gestalten, ich musste noch mal gucken, ich habe da noch mal 2, 3 Ideen, dass es noch mal ein bisschen schicker wird, aber für mich ist es halt in erster Linie effektiv. Hier oben habe ich dann die Tasche und da seht ihr schon, habe ich dann auch noch mal Ladekabel drin und da kann ich dann zum Beispiel auch noch mein Handy hier reinstecken und hier aufladen, damit es nachts nicht im Weg umgeht. Ja, ansonsten habe ich Sonnencreme vom Skifahren jetzt noch drin und lauter so kleines Equipment, was ich für mich noch brauche. Drunter die Tasche habe ich immer auf und habe mir dann einfach aus dem Drogeriemarkt so Pumpfläschchen gekauft. Und da habe ich dann hier meine Handseife drin. Ich habe ja, aus alten Zeiten immer noch Desinfektionsmittel hier mit drinnen. Habe mein Spülmittel hier mit drin. Riecht nach Himbeere, egal. Das ist hier alles mit drin. Und dann habe ich hier noch meinen Geruchsentferner mit drinnen, falls es im Fahrzeug mal so riecht, wie du es nicht haben möchtest. Ist ja auch völlig egal. Ich will euch nur zeigen, was man hier machen kann. Und da sind eben auch extra so Halter für so Flaschen mit eingenäht. Das finde ich super praktisch und hier am Waschbecken ideal für die Hand, für das Spülmittel etc. Das ist alles aufgeräumt. Da fliegt auch während der Fahrt nichts rum, da tropft nichts. Darauf lege ich ganz, ganz großen Wert. Ist mir auch wichtig, gerade mit der echten Holzplatte darunter. Und dann seht ihr schon daneben, und das ist auch wieder eine Kleinigkeit, wieder mein Silvi-Pad, wieder mein Silvi-Magnet. Und dann habe ich hier diesen Schwamm. Ich habe früher immer Glitzy-Schwämme dabei gehabt. Ich glaube, die heißen Glitzy. Kennt ihr die? Diese gelben mit diesem schwarzen Rand oben, die dann so rau sind. Und ich fand die ehrlicherweise immer voll hässlich und habe mich dann nach Alternativen umgesehen und habe mir gedacht, gibt's doch bestimmt auch schwarze Glitzy-Schwämme. Bis ich dann den hier gesehen habe, was ja total mega ist. Und zwar sind das wiederverwendbare. Da ist auch wieder Mikrofaser. Hier auf der einen Seite eine weiche Oberfläche, auf der anderen ein bisschen rauere Oberfläche. Und die kannst du einfach auswinden, die kannst du waschen, wenn sie dreckig werden, kannst du wiederverwenden. Die sehen schick aus, finde ich. Die sind vom Handling her super. Die haben hier diesen kleinen Haken und den hänge ich eben immer so rein, dass dir, wenn der feucht ist, er im Waschbecken während der Fahrt abtropfen kann, damit er einmal nicht hin und her fällt, damit er nicht auf der Oberfläche liegen muss.
Ja, und so funktioniert das für mich eben ideal. Ich glaube, das ist echt ein bisschen nerdig, aber ich finde es halt ganz geil. Aber wir haben, wie gesagt, von oben nach unten vorarbeiten. Was fällt hier noch auf? Da werde ich auch immer drauf angesprochen. Ich habe hier einen Küchenrollenhalter. Den habe ich mir einfach über einen ganz normalen Küchenzubehör besorgt. Und naja, das Einzige, was da natürlich ist, was oft so Campingzubehör nochmal hat, dass die dann einen Verschluss haben, dass die Rolle nicht abrollen kann. Wenn du da ein bisschen Welle um die Kurve wärst, dann rollt das Küchenpapier mal schnell ab. Das kommt aber auch immer darauf an, welches du verwendest. Ich habe da zwei Kniffe, und zwar zum einen knicke ich die Rolle immer einmal so durch. Wenn die so geknickt ist, dann rollt die nicht mehr so gut. Das klingt jetzt saublöd, aber hilft tatsächlich. Das ist der eine Trick. Hilft aber noch nicht, wenn die Küchenrolle so ganz voll ist. Dann funktioniert das nicht ideal. Aber so seht ihr schon, ist es schwerer zum Abrollen. Oder du machst halt einfach ein Gummiband rum. Das funktioniert auch. So, das ist es auch schon. Ist so ein Bambusding. Mir gefällt's. Ist auch wieder Geschmackssache. Und unterhalb des Küchenpapiers ist dann mein persönliches Highlight. Meine Kaffeemaschine. Da bin ich total nerdig, das muss ich zugeben. Da gibt es ja auch ein eigenes Video dazu. Noch gar nicht zur Maschine, weil da bin ich eigentlich nur zufällig drauf gekommen. Ich habe mal ein Video gemacht über Kaffee im Wohnmobil und da sind wir auch noch nicht fertig. Da gibt es auch noch mal eine zweite Folge, weil ich zum Beispiel Aeropress auch noch mal mittesten möchte. Und bei diesem Video hat mich der Christian dann auf diese Maschine gebracht und die finde ich mega, weil du hast hier ein eigenes Mahlwerk drin, du kannst deinen Kaffee hier drin mahlen. Danach bereitest du ihn zu wie, naja, fast schon wie von einer Siebträgermaschine, nicht hundertprozentig so, aber annähernd so. Und sie ist für uns Camper, finde ich, ideal. Sie ist relativ groß, aber selbst bei mir im Kastenwagen kriege ich sie hier eben unter. Und sie ist vom Handling einfach. Wie gesagt, darum soll es heute aber gar nicht gehen. Da können wir gerne, wenn ihr wollt, noch mal ein eigenes Video zu machen. Worum es mir aber geht, ist, egal ob du so eine so eine Nespresso-Maschine dabei hast oder wie auch immer du unterwegs bist, also sobald du irgendwie ein Automaten mit dabei hast und nicht irgendwie eine Bialette, die du dann einfach in der Schublade aufbewahrst, war mein Problem immer dieses Rumgekrame. Du holst die Maschine raus, dann musst du wieder anstecken, dann machst du deinen Kaffee und dann vor allem ist sie ja feucht, da ist ja Wasser drin. Und dann wieder in die Schublade zurück, das ist eigentlich blöd. Deswegen war mein großes Ziel, die Kaffeemaschine immer hier draußen stehen zu lassen, fix. Aber jetzt kannst du dann natürlich nicht in die Arbeitsplatte und durch die Maschine irgendwie Spacks reinjagen. Also kannst du schon, aber will ich nicht. Und deswegen habe ich hier mein eigenes Konstrukt entwickelt, wie ich die Kaffeemaschine flexibel, fix im Fahrzeug integrieren kann. Klingt jetzt komisch, aber ich habe hier einfach eine Verstärkung gebaut, habe das Ganze dann so in meinem Fahrzeug integriert, dass ich mit einer Drehschraube dieses Gestell anschrauben kann, und zwar hier unterhalb meiner Matratze, sodass es auch nie auffällt. Und kann dann die Maschine mit Hilfe dieses Klettbandes, das wirklich mega praktisch ist, weil es sehr breit ist und weil es hier unten so gummiert ist, dass die Maschine eben auch nicht mehr rausflutschen kann. Das ist ja wirklich super safe. Kannst du das Ganze fixieren. Hier unten habe ich dann auch noch mal eine feste Gummimatte, die auch so eine Anti-Rutschmatte ist. Und damit steht die Maschine bei mir wirklich fest. Der Vorteil an dieser Maschine ist auch, dass du sogar mit Wasser fahren kannst, weil der Wassertank relativ schmal, dafür aber sehr hoch ist. Wenn du den jetzt so halb gefüllt hast, kann das Wasser gar nicht so hin und her schwappen, dass dir das Wasser rauskommt. Das ist ja auch nochmal wichtig. Ich glaube, so kleine Nespresso-Maschinen zum Beispiel könnten das auch erfüllen und könnte so mit auch funktionieren. Da gibt es ja die wildesten Ideen, wie du deine Maschinen hier irgendwie integrieren kannst. Da ist am Ende natürlich auch nochmal super wichtig, welches Fahrzeug fährst du und vor allem, welche Möglichkeiten bieten dir deine Möbel. Und das ist eben für mich eine Lösung, die richtig cool ist. Und meine Hoffnung ist, dass ich euch da auf den einen oder anderen Gedanken bringe, der euch auch dazu führt, vielleicht irgendein Konstrukt zu bauen, sodass ihr eure Kaffeemaschine mit euch führen könnt, ihr glücklich seid, aber gleichzeitig es keine Gefahr für euch darstellt, wenn ihr damit im Auto unterwegs seid und eben auch mal eine Vollbremsung machen müsst. Und ich kann euch sagen, mit diesem Konstrukt habe ich schon mehrere Vollbremsungen gemacht und bin jetzt mit über 8.500 Kilometer damit unterwegs. Und das ist wirklich safe. Also das ist für mich geil. Und das Schöne ist, wie zu Hause auch in der Küche, ich sag mal Küchengeräte, die nicht auf der Küche sofort verfügbar sind, die verwendet man halt selten. Das hier mal schnell angehalten, schnell einen Kaffee rausgelassen, mega. Das wird heute auch die Belohnung am Ende des Videos für mich sein. Ja, und so habe ich es dann auch gemacht. Und während ich meinen Kaffee genossen habe, genossen die Enten ihre Haferflocken. Wir fangen mal mit der ersten Schublade an, was ich hier so in der Küche habe. Und da habe ich einmal so Schubladentrenner. Gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, müsst ihr halt gucken. Gibt es auch oft von euren Ausbauern schon Angebote, dass ihr das mitnehmen könnt. Ich habe mir da einfach was von Ikea geholt, was
Ich glaube, es ist Ikea, ich weiß es gar nicht mehr. Verlinke ich euch natürlich. Was habe ich hier in den Schubladen drin? Ein paar nützliche Utensilien. Zum Beispiel diese Schluppis hier. Das sind ja Verschlüsse, damit du Tüten nochmal dicht machen kannst. Zum Beispiel, wenn du deinen Espresso nicht komplett hier reinfügen möchtest, dann kannst du deine Espresso-Tüte, also die Bohnen hier nochmal luftdicht verschließen. Beispielsweise, was auch immer du da alles hast. Dann habe ich hier natürlich mein Super Highlight, mein Campingmesser. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Naja, und ansonsten halt alles, was man irgendwie braucht. Ich habe ein paar Lüsterklemmen dabei für Notfall. Ich habe immer irgendwie 1000 verschiedene Magneten in verschiedensten Varianten dabei, sodass ich immer irgendwas aufhängen, fixieren kann. Ich habe ein bisschen Wechselgeld hier drin, aber nicht so viel leider. Und was ich auch immer dabei habe, was ich euch auch immer empfehlen würde, sind so Türstopper, Klettverschluss. Einfach Sachen, wenn es irgendwie mal klappert im Fahrzeug, wenn du irgendwann schnell fixieren musst, ist alles hier mit drin. Neben Gaffertape und so weiter. Aber das ist dann nochmal ein anderes Video. Das ist hier in dieser Schublade. Wir gucken uns die untere Schublade an und jetzt schlagt ihr wahrscheinlich schon die Hände über den Kopf und sagt, mein Gott, der hat ja alles noch in der Originalverpackung. Ja, tatsächlich. Ich erkläre euch gleich warum. Ich habe hier ein japanisches Teeset dabei und da stehe ich total drauf, weil einmal echte Keramik. Ich finde, es ist optisch wunderschön, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Und naja, das Coole war, das war aber echt nur ein Zufall, dass es so cool verpackt war, dass ich mir die Verpackung aufgehoben habe, weil du damit alles verstauen kannst. Es ist alles super safe, super fest und es wackelt nicht im Fahrzeug, es geht nicht kaputt. Und deswegen liebe ich dieses japanische Teeset. Gut, damit zum japanischen Teeset. Jetzt habe ich hier aber noch ganz viel mehr dabei. Ich habe zum Beispiel 2 Cappuccino-Tassen, ganz unterschiedliche, weil mich die einfach an unterschiedliche Sachen erinnern. Ich habe 2 verschiedene Espresso-Tassen dabei. Darum soll es jetzt gar nicht so wirklich gehen, sondern worum es mir geht und was ich euch als Tipp mitgeben möchte, das ist hier diese Schaumstoffeinlage. Und zwar kannst du die genau an deine Bedürfnisse konfigurieren. Das sieht jetzt alles ein bisschen nerdig aus hier, aber das ist mir eben sehr, sehr wichtig. Mein Milchaufschäumer sitzt hier bombenfest, beziehungsweise das Milchkännchen zum Verzieren dann später. Wie habe ich das gemacht? Das ist ganz einfach. Es gibt im Zubehörhandel so Schaumstoffmatten, die du dir unten reinlegen kannst und dann drüber diese Einleger. Kannst du in verschiedenen Größen kaufen, in verschiedenen Höhen kaufen, je nach Bedürfnisse, Schubladen, wie du sie eben hast. Und das Besondere ist, das sind vorperforierte Schaumstoffrippen und die kannst du so rausnehmen, wie du dann die Fächer entsprechend brauchst und kannst dir das Ganze so konfigurieren, wie du das Ganze haben möchtest. Und somit habe ich alles bei mir super verstaut und es wackelt nichts, es nackelt nichts. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig beim Fahren. Dazu gibt es ja auch noch mal ein eigenes Video. Was habe ich hier sonst noch alles mit? Ich habe einen Milchaufschäumer mit dabei. Das ist so ein ganz standardmäßiger. Ich habe noch ein bisschen anderen. Manche von euch kennen den von mir. Der ist ein bisschen freakier, aber ich probiere jetzt den hier einfach mal aus. Da teste ich ein bisschen rum einfach. Wir haben vorher über den Tee gesprochen. Ich habe hier noch einen Wasserkocher dabei. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass das für mich effektiver ist vom Stromverbrauch, als mein Wasser dann über den Herd aufzukochen. Deswegen habe ich hier noch so einen kleinen Wasserkocher mit bei. Ich habe hier Kochgeschirr dabei. Jetzt wird es für die richtigen Köche und Köchinnen unter euch ganz hart. Denn ich habe hier wirklich einfach was aus dem Campingzubehör dabei. Es ist ein richtiges Campinggeschirr. Ich meine von Decathlon. Ich suche das alles raus und verlinke euch das natürlich. Warum habe ich das dabei? Es entspricht absolut meinen Bedürfnissen. Ich habe ein kleines Pfännchen, ich habe einen kleinen Topf. Wie gesagt, wenn man alleine unterwegs ist, nicht viel kocht, absolut ausreichend. Für mich war es entscheidend, dass das Campinggeschirr induktionsfähig ist. Und das ist nicht normal bei Campinggeschirr. Und für mich einfach witzig, weil bei diesem Kochgeschirr ist zum Beispiel beim Deckel sind hier gleich so kleine Rillen mit bei, dass du dein Nudelwasser ablassen kannst, du kein extra Sieb mitschleppen musst. Und deswegen habe ich hier einfach wahnsinnig viel Platz in diesem Fahrzeug. Und das, oder anders formuliert, dadurch, dass ich so wenig Platz in einem Kastenwagen habe, bin ich eben darauf angewiesen, optimiert umeinander zu fahren. Und dann macht es für mich einfach am meisten Sinn. Was ich noch dabei habe, das ist mein Campingbrettel. Stehe ich total drauf, lachen auch ein paar, aber ich finde es super, weil für meine Brotzeit optimal, kannst also da schnibbeln, kannst deine Brotzeit anrichten. Das hat alles ein sehr kompaktes Maß, sodass es super in die Schublade passt, dass aber auch mal 4 Stück auf den Tisch gemütlich passen, also auf den Campingtisch. Und es hat hier zum Beispiel dieses kleine Loch, da kannst du ein Ei abstellen, brauchst also keinen zusätzlichen Eierbecher dazu. Du kannst es aufhängen zum Trocknen, das darf man bei Holz auch nicht vernachlässigen. Und insofern sind diese Brettel für mich Gold wert. Ja, und damit sind wir schon wieder durch. Ja, und schon sind wir auch mit meiner kleinen Küche im Van durch. Wie gesagt, ich bin nicht der große Koch vor dem Herrn. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was habt ihr alles noch für Tipps und Tricks? Was nehmt ihr alles mit in eurer Wohnmobilküche? Hackt gerne in die Tasten und schreibt das alles unten in die Kommentare. Damit helft ihr nicht nur mir, sondern der ganzen Community. Und die wichtigsten, besten, tollsten Sachen, die finden dann ihren Weg natürlich auch wieder auf meine Webseite. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dort ist dann alles nochmal übersichtlich dargestellt.
Ja, und jetzt freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch von dir. Das wäre für mich eine ganz, ganz große Ehre. Vielen Dank vorab an dieser Stelle an dich. Für mich ist das eine Motivation, weiter solche Videos zu drehen. Gerade in der Serie gibt es ja noch 2 Videos, die jetzt noch folgen sollen. Und damit ihr die auch nicht verpasst, ich habe es eingangs schon gesagt, sehr gerne den Kanal abonnieren, Glocke drücken, dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Und jetzt, sage ich danke fürs Zusehen und wünsche dir, egal mit welchen Kochutensilien du unterwegs bist, immer ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist, dass du satt, gesund und glücklich wieder nach Hause kommst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.